Als ich euch das letzte Mal etwas über LTOs erzählt habe, also über diese lustigen blauen Zellen, da war es so, dass ich halt nur theoretisch über ein Gerät gesprochen habe, was ich jetzt hier in meiner Hand habe. Und zwar ein Victron Orion XS. Victron Orion XS ist nichts anderes als ein Ladebooster, wie ich in meinem vorherigen Video schon mal besprochen habe, was ein Ladebooster macht und wofür es dann wirklich gut ist. Denn mit einem Ladebooster können wir in unserem SQ-Bereich, da wo wir uns gerade bewegen, können wir tatsächlich ein, ich nenne es mal, zweites Stromnetz aufmachen mit einer höheren Spannung und da dann halt unsere Audiokomponenten anschließen und da dann ja tatsächlich eine Verbrauchs-LTO-Batterie haben, die wir dann halt leer nudeln können, und wenn wir das Auto dann wieder anmachen, dann machen wir uns nichts kaputt durch irgendwelche sehr hohen Ströme, die von der Lichtmaschine kommen oder so, sondern halt einfach über den Orion XS hier ordentlich abgefrühstückt werden. Wie komme ich denn jetzt an diesen Orion XS überhaupt? Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger gewesen, weil die Nachfrage bei Victron hat ergeben, so fragt bei Händlern, wir haben da nichts mit zu tun. Also mit den im Moment noch recht geringen Abos ist es für einen Händler nicht sonderlich von Vorteil, mir irgendwie was zu schicken. Deswegen wäre es schon mal sehr, sehr praktisch, wenn ihr einfach nochmal ein Abo da lasst, wenn ihr noch keins habt. Weil dann habe ich eine andere Position, auf Händler zuzugehen und vielleicht halt ein paar Sachen zum Testen zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ein paar Händler angeschrieben und habe halt sehr viele Absagen kassiert, weil, ja, uninteressant, Car-Hi-Fi, ja, was sollen wir damit? Weil Victron ist eigentlich halt eine Marke, die, ja, im Solarbusiness tätig ist. Also Car-Hi-Fi interessierte keinen, LTOs interessierten genauso wenig, weil was sind LTOs im Camping gibt es quasi nicht. Da ist halt Lithium-Eisenphosphat bzw. Verbrauchs-AGMs das Ding, was benutzt wird. Und deswegen, ja, hing ich jetzt da und habe E-Mails geschrieben und mich über Absagen, ja, nicht gefreut. Bis dann tatsächlich von Off-Grid-Tech eine Antwort kam und meinte so, ja, können wir dir gerne zuschicken, kannst du ausprobieren, schickst uns wieder zurück, alles super. Ich so, wow, okay, cool, den Laden kannte ich tatsächlich schon, weil ich da schon in der Vergangenheit ein paar Komponenten für meine Victron Solaranlage gekauft habe. Das heißt, die Firma war mir nicht unbekannt. Und dass die jetzt halt wirklich gesagt haben, ja, wir schicken dir was zu, unentgeltlich, kannst du ausprobieren, schickst du es danach zurück, war natürlich ein Jackpot und deswegen liegt das Teil hier. Also vielen Dank an Off-Grid-Tech. Es ist ein Online-Shop, quasi Solarexperten seit 2012, haben quasi das komplette Portfolio, was man halt über Solar so haben kann, von Panels, Verteilern, Wechselrichtern, allem drum und dran, alles dabei, haben nahezu einen weltweiten Versand und bieten eine kostenlose Beratung an. Das heißt, wenn ihr da Fragen habt zu Solar und so weiter, dann einfach mal bei Off-Grid-Tech durchklingeln. Da wird euch geholfen. Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung. Aber dann würde ich sagen, packen wir das dann mal kurz aus, weil viel auszupacken ist hier tatsächlich nicht. Also wir sehen hier das Gehäuse, ja, ich habe es schon mal aufgehabt. Wir sehen, es ist ein Orion XS, 12 Volt, 50 Ampere, nicht isoliert. Heißt, wir haben eine gemeinsame Masse an der Stelle. Das muss man halt bedenken. Ja, insgesamt 50 Ampere, 700 Watt bedeutet das quasi im Umkehrschluss. Wir haben 5 Jahre Garantie auf dieses Gerät, das heißt halt richtig cool. Hier, ja, mit der Victron Connect App, die werden wir nachher auch mal ausprobieren. Ansonsten haben wir hier ein bisschen Seriennummer drauf. Die Effizienz, hier stehen halt 98,5%. Und das sieht man, wenn man das Teil auspackt. Das braucht quasi gar keinen Kühlkörper mehr oder sonst was. Das heißt, hat keine Kühlrippen, sondern geht halt direkt, ja, auf mit so einem Aluboard direkt drauf. Hier sehen wir auch noch ein paar Specs. Das heißt, was für ein Import-Voltage. Wir haben von 9 bis 17 Volt, können hier rein. Raus kriegen wir es von 10 bis 17, 0 bis 50 Ampere. 700 Watt bei 40 Grad. Ja, und wir haben einen Standby-Verbrauch von weniger als 1,5 Milliampere. Das ist nicht viel. Und hier nochmal quasi die Rückseite. Das komplette Verpackung ist sehr, sehr, also ist nur aus Pappe. Ja, hier brauchen wir, ist kein Plastik oder sonst was. Können wir super recyceln, alles kein Problem. Ich mache mal auf. Und ja, das war es schon mit kein Plastik. Aber egal. Wir haben hier einmal ein bisschen Doku. Heißt, wir sehen hier, was ist denn los in verschiedensten Sprachen. Wir haben halt nochmal Sticker mit unserem PIN und unserem POC und unserer Seriennummer. Das heißt, das kann man sich halt auch irgendwo reinkleben, wenn man tatsächlich keinen Zugriff mehr auf das Gerät hat, wenn man es halt irgendwo verbaut hat, wo man halt nicht mehr drankommt. Hier, vielen Dank, dass Sie sich für Victron entschieden haben. Etiketten platzieren, Supportbereich. Okay, alles super. Das Teil tun wir weg. Und was sehen wir? Wir sehen ein Victron XS. In einer Plastiktüte. Hier ist nur Pappe. Pappe kann weg. Und das Plastik hier kann auch weg. Das ist hier recycelbar, wie wir sehen. Okay, cool.
Und das ist quasi schon alles. Das heißt, das kleine Teil, das ist auch super schmal, wie man sieht. Also, das ist hier super schmal. Es hat hier Füßchen und das bedeutet halt auch, dass das Teil halt ein bisschen Abstand hat, damit hier tatsächlich die Luft dran vorbeiziehen kann. Deswegen, das Teil ist am besten so zu installieren. Das heißt, nicht liegend zu installieren, weil dann kommt die Luft hier nicht wirklich irgendwo dran vorbei, sondern halt am besten ist es natürlich, das Teil halt in einem Wärmefenster zu haben, dass hier die Luft sich erwärmen kann und dran vorbeifließen kann. Ist bei dem Gerät nicht so krass notwendig, aber wird trotzdem empfohlen, das so zu installieren. Okay. Das ist schon das Teil. Wir haben halt 3 LEDs, wir haben einen QR-Code, wir haben hier quasi nochmal unsere Angaben, Anschluss hier für Remotes. Hier können wir über VE direkt entsprechend andere Geräte ansteuern. Und auf der Rückseite sehen wir halt auch nochmal unsere Seriennummer, unser PIN. Dieser PIN ist wichtig, um sich zu verbinden. Wir haben einen Puck, um uns zurückzusetzen und halt so ein paar noch Details hier an der Stelle. Wir sehen auch die Schrauben, die hier sind hier ordentlich in so einer Einschmelzmuffe quasi hier wirklich drin verschraubt. Das heißt, das Ding ist ordentlich verschraubt. Da ist jetzt nichts irgendwie doof ins Plastik rein oder so, sondern wirklich ordentliche Komponenten und ordentlich verbaut. Was macht man jetzt damit? Das heißt, wie schließt man jetzt diesen Victron Orion XS ordentlich an? Dafür würde ich sagen, gehen wir in die Garage und gucken uns das einmal an. Einmal in der Garage angekommen, einmal kurz zur Beschreibung, was wir hier haben. Wir haben hier einmal eine Varta Silver Dynamic AGM Batterie. Die war früher mal in meinem Auto drin. Die hält die Spannung zwar noch, aber so richtig, wenn man hier einmal Strom von zieht, das heißt, wenn der Anlasser zum Beispiel Gas gibt, kommt hier nicht mehr viel raus. Wenn wir hier einmal die Spannung messen, was haben wir hier an dieser guten Batterie? Dann haben wir an den beiden Polklemmen aktuell 12,2 Volt. Okay, das ist quasi die Spannung von dieser Varta. Dann haben wir hier ein LTO-Block. LTO-Block quasi jetzt aus 6 Zellen in Reihe. 6 Zellen in Reihe heißt, wir haben aktuell eine Spannung von 16,3 Volt auf diesem Teil. Das heißt, das ist jetzt auch nicht voll. Wir haben hier unseren Victron Energy Orion XS 1250 Ampere. Den habe ich hier schon mal auf eine Platte festgeschraubt. Die Platte ist jetzt nicht fest, das ist einfach nur zur Demonstration, wie wir quasi hier umgehen. Und wir haben neben den ganzen Sachen, haben wir hier einmal ein Netzteil. Dieses Netzteil ist angeschlossen an die Batterie. Das heißt, wir haben hier Bananenklemmen dran. Und sobald ich das Netzteil hier anmache, fließen hier jetzt direkt Strom in diese Batterie. Das Teil ist halt eingestellt auf 14,3 Volt. Das ist jetzt halt meine Lichtmaschinenersatz. Und wir sehen, der Strom, der fällt relativ schnell ab. Das heißt, die Batterie ist eigentlich schon voll, hat jetzt aber bei 12,2 Volt jetzt nicht mehr wirklich den vollen, notwendigen Aspekt. Netzteil mache ich mal wieder aus. Was haben wir noch? Wir haben beide Massepole. Das heißt, hier ist ein Massepol und hier ist ein Massepol. Beide haben wir quasi verbunden. Das heißt, beide Massepole sind zusammen dran. Und ich habe mir hier einmal den Massepol einmal rausgelegt. Das heißt, Masse haben wir. Das andere, was ich habe, ist Pluspol. Das heißt, ich habe nur schon hier einen Pluspol. Von diesem Pluspol aus gehe ich mit einem Kabel innerhalb von 40 cm, ganz wichtig, beziehungsweise manche Regularien sagen auch 30 cm, gehe ich auf eine Sicherung. An der Stelle Sicherung, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen von beiden Stellen eine Sicherung. Das heißt, wir haben sowohl hier am Pluspol der Batterie eine Sicherung, als auch hier am Pluspol der LTO-Batterie haben wir auch eine Sicherung. Das ist halt ganz, ganz wichtig, weil aus beiden Batterien kann halt Strom rauskommen und die wollen wir entsprechend dann halt leitungstechnisch absichern. Jetzt ist in beiden jetzt einfach nur eine 60 Ampere Sicherung drin. Das ist für die Kabeldurchschnitte hier vollkommen in Ordnung. Genau. Und jetzt wollen wir einmal ans Anschließen gehen. Bevor wir hier irgendwas anschließen können, müssen wir logischerweise erstmal hier den Deckel abnehmen. Dafür einfach einen ganz normalen Kreuzschraubendreher nehmen und hier einfach mal das Teil abschrauben. So, jetzt haben wir quasi hier, wofür ist das überhaupt da? Das hier quetscht am Ende, also man sieht es halt hier sind so Streben drin, das quetscht das Kabel hier so ein und das ist gleichzeitig, nicht nur, dass es schön aussieht und die Abdeckung und die ganzen Anschlüsse abgedeckt sind, ist es gleichzeitig auch unsere Zugentlastung. Das heißt, wenn wir halt hier ein Stromkabel drin haben und das dann quasi rausziehen wollen, dann hängt quasi das jetzt nicht nur am Terminal und wir ziehen quasi die Aderendhülse raus,
sondern wir klemmen halt auch das Kabel selber. Das heißt, wir klemmen hier an der Stelle ja, das Kabel mit der Zugentlastung hier ein, sodass, wenn man zieht, man halt eigentlich eher an der Isolierung zieht und nicht an der Insulze. Zum Anschluss immer erstmal die Batterieseite, das heißt die Seite, wo der Eingang ist, anschließen. Wir fangen mit der Masse an, das heißt, ich nehme halt ganz normal mein Massekabel, nehme einen Kreuzschraubendreher. Ja, hier sind Kreuzschrauben drin. Ich weiß nicht warum, ich mag selber keine Kreuzschrauben. Ich würde mich 3000 Mal mehr freuen, wenn hier Torx-Schrauben wären, aber ist jetzt halt für die Stelle auch egal. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach mit meinem Massekabel und schraube das hier quasi einmal fest. So, Massekabel ist fest. Super. Als nächstes gehe ich mit meinem Pluskabel hin. Mein Pluskabel hat eine Sicherung. Jetzt ist es nichtsdestotrotz so, wir haben hier jetzt halt 12,2 Volt auf unserem Akku oder ein bisschen mehr, weil wir haben ja jetzt gerade das Ladegerät dran gestoßen. Wir haben hier eine Elektrik drin. Das heißt, sobald ich hier einmal rangehe, kann es natürlich gegebenenfalls zu einer leichten Funkenbildung kommen. Das ist nichts Wildes. Hier sind halt auch Kondensatoren drin, die halt irgendwie aufgeladen werden. Das heißt, nicht erschrecken, wenn man quasi hier rangeht, dann kann es kurz funken. Muss nicht, kann. Wir probieren es mal aus. Es hat gefunkt, okay, alles super. Wir tun es rein und wir schrauben es fest. Das ist wirklich nichts Wildes. Glaubt mir, das ist richtig so. So, als letztes würden wir theoretisch jetzt die Batterie schon anschließen. Aber bevor wir die Batterie anschließen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dem Orion jetzt erstmal sagen, was er tun soll. Weil der Orion, der ist jetzt halt in Standardeinstellungen, der weiß gar nicht, was ist am Eingang, was ist am Ausgang. Das heißt, wir müssen das Teil hier erstmal konfigurieren. Das Teil hat hier, wie man sieht, Bluetooth. Das heißt, wir machen das halt alles mit dem Handy. Dafür starten wir halt erstmal die Victron-App und gucken uns das dann halt weiter in der Victron-App. In der Victron-App, wenn wir die runtergeladen und installiert haben, sehen wir, dass wir hier halt den Orion XS, das ist halt genau das Teil, hier sehen. Vorher haben wir uns ja schon den Pin aufgeschrieben. Das Teil ist jetzt festgeschraubt. Das heißt, jetzt komme ich nicht mehr an den Pin, der auf der Unterseite ist. Ich habe den Pin schon im Handy eingegeben. Deswegen kann ich mich jetzt hier einloggen, ohne dass ich halt irgendwie einen Pin eingeben muss. Normalerweise muss man einen Pin eingeben. Ich werde standardmäßig gefragt, ob ich den Instant Readout aktivieren will. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass auf der Seite, wo wir gerade waren, wir quasi schon sehen, okay, wie ist der Status von meinem Orion? Heißt, dass der Orion selber dann quasi ins, ich nenne es mal Public Bluetooth-Netz, das heißt auch jeder andere, der mit der Victron-App rumläuft, würde dann quasi sehen, okay, was ist denn die Spannung etc. pp. Finde ich als nicht notwendig bei uns, das heißt, ich mache mal nicht erneut fragen und nicht aktivieren, hat jetzt auch Sicherheitssachen oder so, aber finde ich so nicht notwendig. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen oben, sehen wir den Ausgang. Das heißt, was haben wir am Ausgang? Am Ausgang haben wir gerade noch nichts. Also hier ist der Ausgang ist ja gerade zu. Deswegen haben wir auch keine Spannung, kein Strom, keine Leistung. Am Eingang haben wir aber schon was. Am Eingang haben wir logischerweise die Batterie angeschlossen. Das heißt, wir haben 12,4 Volt, kein Strom, keine Leistung. Was wir erstmal machen müssen, ist, wir müssen das Teil erstmal konfigurieren. Also drücken wir oben rechts auf das Zahnrad-Icon und sagen erstmal, was für eine Funktion wollen wir haben. Wollen wir jetzt eine Stromversorgung oder wollen wir ein Ladegerät haben? In unserer Situation jetzt hier, wo wir sagen, okay, wir wollen die LTO-Zellen, wollen wir von der Starterbatterie halt geladen kriegen, wenn die Lichtmaschine an ist. Es ist ein ganz klassisches Ladegerät, was wir haben wollen. Das heißt, wir wählen Ladegerät aus. Als nächstes würde ich jetzt vorschlagen, wenn ihr sagt, okay, ich will meinen Strom begrenzen, ich will nicht, dass das Teil halt irgendwie 50 Ampere zieht, sondern halt weniger. Stellt hier entsprechend auf der Ein- oder Ausgangsseite etwas anderes ein. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auf der Eingangsseite, mein Netzteil kann nur 10 Ampere. Das heißt, ich kann hier einfach reingehen und ich gehe hier rein und schreibe hier 10 rein. Und schon habe ich auf der Eingangsseite ein Limit von 10 Ampere. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn wir hier Strom hochkonvertieren wollen, werden wir hier nie auf die 50 Ampere kommen. Das ist halt relativ klar. Aber zumindest gibt es halt hier die Möglichkeit, jetzt sowohl im Eingang als auch im Ausgang was zu konfigurieren. Das Wichtigste, was wir jetzt erstmal haben, ist, wir müssen die Batterie konfigurieren. Das heißt, wir müssen dem Ladegerät jetzt erstmal irgendwie sagen, was ist das überhaupt für eine Batterie? Und dafür gehen wir hier in die Batterieeinstellungen. In den Batterieeinstellungen ist jetzt alles auf Werkseinstellungen. Das heißt grundsätzlich
weiß das Ding jetzt nicht, was es gibt. Es gibt ja verschiedene Einstellungen, die man machen kann. Man kann Voreinstellungen auswählen, das heißt, es gibt hier AGM-Batterien, Gel-Batterien oder auch Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die man hier auswählen kann in den Standardeinstellungen. Jetzt haben wir leider keine Lithium-Eisenphosphat, wir haben hier auch keine Gel-Batterie und wir haben hier keine AGM-Batterie. Deswegen wählen wir das nicht aus und wir wählen benutzerdefiniert aus. Bei der benutzerdefinierten Art und Weise können wir einmal alle Werte selber einstellen, wie wir es haben wollen. Ganz, ganz wichtig, ich finde, das Wichtigste ist, Ausgleichsspannung machen wir aus. Ausgleichsspannung gibt es bei AGM-Batterien, damit die Spannung ein bisschen höher getan, damit dann nicht die Zellen ausgleichen, brauchen wir nicht aus. Wir brauchen die Spannung, die wir gleich einstellen, wird schon genug sein dafür. Eine Temperaturkompensation ist für uns jetzt hier auch nicht notwendig. Auch eine Niedertemperaturabschaltung brauchen wir bei den LTO-Zellen nicht, weil die halt auch bis vielen Minusgraden geladen werden können. Das heißt, hier die Niedertemperaturabschaltung schaltet ihr bitte aus, ansonsten lädt das Teil halt unter 5 Grad nicht. Von der Theorie, hier ist jetzt so, dass wir kein Temperaturmessgerät angeschlossen haben. Deswegen wird das halt sowieso nicht funktionieren, aber ich finde es halt an der Stelle auch schöner, das entsprechend auszumachen. Jetzt kommen wir zu den 3 wichtigen Sachen, die wir hier einstellen. Das heißt die Absorptionsspannung, die Erhaltungsladung und die Lagerungsspannung. Was geben wir jetzt hier ein? Und das kommt jetzt natürlich ein bisschen darauf an, was ihr tatsächlich im Auto verbaut habt. Das heißt, wie viel Spannung können die Sachen denn tatsächlich ab? Denn die Absorptionsspannung ist quasi das, wie viel Spannung das Ladegerät benutzen wird, um eure Batterie zu laden. Das heißt, wann ist eure Batterie zum Ende geladen? Wann ist quasi Ende für die Batterie? Wann ist dann halt wirklich Ladeschlussspannung? Und die Ladeschlussspannung von einer LTO-Batterie im 6-Zellen-Design ist tatsächlich bei 16,8 Volt. Das heißt, theoretisch könnten wir 16,8 Volt eingeben. Jetzt ist es aber so, dass wir ja hier an die Zelle in der Regel dann unsere HiFi-Komponenten anschließen. Heißt, natürlich müssten dann auch unsere HiFi-Komponenten halt 16,8 Volt können. Und da fängt der ganze Spaß an. Es gibt halt Unterschiede, was die Komponenten oder wie die ausgeschrieben sind. Das heißt, ich habe halt Endstufen gesehen, da stehen halt 16 Volt drauf. Ich habe Endstufen gesehen, da stehen 15,5 Volt drauf. An der Stelle müsst ihr einmal gucken, okay, was können eure Komponenten, was können eure Endstufen, DSPs, alles, was da quasi drin hängt, wie viel Spannung können die ab, weil viele sind halt mit 16,8 Volt überfordert und in meinem letzten Beispiel habe ich hier tatsächlich dann 15 Volt als Ladeschlussspannung angegeben, um halt wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt, bis dahin soll es gehen und nicht mehr. Die Erhaltungsspannung. Die Erhaltungsspannung ist auf jeden Fall dafür da, wie soll die Spannung sein, wenn der voll ist. Und da geben wir jetzt 15,6 Volt ein. 15,6 Volt ist quasi meine Zielspannung für die Batterie. Das heißt, wenn die jetzt halt nicht mehr geladen wird, die wird mit 16 Volt geladen. Wenn sie dann nicht mehr geladen wird, ist halt 15,6 das, wo sie bleiben soll. Lagerungsspannung. Lagerungsspannung ist quasi, wenn man jetzt halt nichts macht, wenn man nicht lädt oder sonst irgendwas, bis wohin soll die halt abfallen. Lagerungsspannungstechnisch habe ich 14,8. Das sind jetzt halt meine Werte, die ich für LTOs mir einfach mal festgesetzt habe, was ich haben will. Es gibt noch den Expertenmodus, den kann man halt anmachen. Da gibt es hier unten noch andere Sachen, Absorptionsdauer, ob die jetzt fest oder adaptiv sein soll. Wir haben Schweifstrom, wir haben wiederholte Absorption und so weiter und so fort. Würde ich erstmal tatsächlich alles weglassen. Genauso wie Battery Safe brauchen wir nicht. Expertenmodus lassen wir aus. Und wenn wir das jetzt hier erledigt haben, können wir nochmal zurückgehen und Ladegerät ist immer noch aus. Das heißt, wir können das Ladegerät aktivieren. Bevor ich das Ladegerät jetzt hier aktiviere, würde ich tatsächlich jetzt, wo wir die Batterieeinstellung schon gesetzt haben, würde ich jetzt hingehen und hier Plus anschließen. Bevor ich jetzt hier aber Plus anschließe, weil wenn ich mir halt mein Pluskabel angucke, dann ist mein Pluskabel nicht so dick wie die anderen Kabel. Und ja, das ist jetzt hier tatsächlich die Sache, weil ich brauche, damit hier diese Zugentlastung ordentlich funktioniert, brauche ich mindestens 9 mm. Und wenn ich mir das hier so ausmesse, hat mein Kabel gerade nur 7 mm. So, was machen wir denn jetzt, wenn mein Kabel zu dünn ist, als dass diese Zugentlastung hier irgendwie sinnvoll funktionieren kann? Gut, jetzt ist hier eigentlich die Ader-Endhülse, die ich messen muss. Das heißt, wir sind hier ja bei 8,5.
Was mache ich? Ich nehme einfach ein bisschen Isoband und mache das hier quasi einmal drumherum. Es schadet ja nicht hier an der Stelle ein bisschen dicker zu sein. Davon wird keiner sterben, wenn wir hier tatsächlich irgendwie mal über unsere 9 mm kommen. Mess nochmal. Ja, jetzt haben wir 9,5 mm, das passt auf jeden Fall. Und jetzt kann ich das hier halt quasi reintun und wenn ich die Zugentlastung drauf mache, dann habe ich hier tatsächlich dann einen vernünftigen Halt. Also, jetzt tue ich das hier rein. Masse ist schon verbunden, das heißt, wir haben jetzt theoretisch ja wieder hey, es sind hier irgendwo Spannungen im Flow, die irgendwas machen könnten, aber wir tun es mal rein und es hat wieder ein bisschen gefunkt. Ihr habt es gesehen. Auch an der Stelle wieder nicht schlimm. Wir haben hier eine Stromverbindung geschlossen und diese Stromverbindung hat logischerweise jetzt einmal einen Strom gehabt. So, haben wir. Als nächstes machen wir dann halt hier nochmal den Deckel drauf. So, und wir sehen, das Kabel wird hier richtig eingeklemmt. Das heißt, wir können jetzt hier einmal komplett zudrehen. Nicht zu feste, nicht, dass das irgendwas bricht. So, und jetzt haben wir die Installation fertig. Die Kabel sind quasi alle fest. Die können wir nicht rausholen. Und jetzt können wir hier sagen, Ladegerät aktivieren. In dem Moment, wo wir jetzt hier Ladegerät aktiviert haben, steht hier immer noch, Ladegerät ist ausgeschaltet. Wie kann denn das schon wieder? Weil wir haben jetzt das Ladegerät aktiviert, es ist alles angeschlossen. Wir sehen hier auch im Ausgang jetzt tatsächlich die 14,7 Volt. Das heißt, wir sehen, okay, sehen die höhere Spannung, wir sehen die niedrigere Spannung. Und wir wollen jetzt hier aber ja laden. Das heißt, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Und das ist ganz einfach, weil wir können unsere Lichtmaschine aktivieren. Das heißt, wenn wir jetzt den Motor einschalten, wenn wir jetzt die Zündung aktivieren, die Lichtmaschine fängt an zu produzieren, dann können wir hingehen und sagen, fangen an zu laden. Und das machen wir einfach, indem wir die Lichtmaschine aktivieren. Das heißt, die Spannung auf der Batterie wird höher. Wir sehen hier, dass die Spannung quasi unten im Eingang höher wird. Und gleichzeitig, wenn die Spannung höher wird, dann wird auch der Victron merken, oh, da ist irgendwas, ich kann anfangen zu laden. Und jetzt sehen wir auch schon direkt im Display, es geht los. Das heißt, wir fangen halt im Eingang an, Strom zu ziehen und in den Ausgang zu schieben. Wir sehen auch, dass die Spannung jetzt hier am Netzteil ist ein bisschen runtergegangen, aber der Strom ist jetzt hier kontinuierlich bei 10 Ampere, weil das ist halt das, was wir jetzt hier so ein bisschen laden, plus was der Victron nimmt. Wir sehen auch hier, dass das Lämpchen jetzt halt leuchtet. Das heißt, wir laden jetzt tatsächlich unsere Batterie. Im Ausgang haben wir jetzt aktuell 14,8 Volt und wir laden mit 104 Watt. Wir können auch hier einmal auf den Balancer gucken. Das ist quasi der Balancer und hier sehen wir jetzt auch 14,8 Volt. Gerade hatten wir 14,6 Volt, glaube ich. Und wir sehen jetzt halt die einzelnen Zellen. Das heißt, die einzelnen Zellen vom Balancer werden jetzt auch schon balanciert. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich mit, wie soll man es sagen, mit 14,1 Volt Eingangsspannung von meiner Lichtmaschine und den 12,2 Volt, die wir halt in der Batterie haben, über diesen Victron jetzt halt quasi diese LTO-Batterie mit im Moment 7,2 Ampere laden und ja, da jetzt halt aber 14,9 Volt schon haben. Das heißt, der Victron tut jetzt hier tatsächlich seinen Job, konvertiert unsere niedrige Spannung in eine höhere Spannung und lädt damit die LTO. Und genau das ist ja quasi das, was wir haben wollen. Wir wollen, wenn wir mit dem Auto fahren, soll die Batterie geladen werden. Wenn wir quasi nicht mit dem Auto fahren, das heißt, wir machen jetzt Strom aus, Lichtmaschine geht aus, das heißt, wir haben das Auto wieder abgestellt, Spannung sinkt von der Batterie, da sehen wir hier, Spannung ist gesunken, Ladegerät hat direkt aufgehört zu laden, das heißt, der leuchtet hier auch nicht mehr, sondern der blinkt jetzt nur noch und wir haben hier jetzt wieder keinen Ladenstrom. Das heißt, wir können zwar jetzt hier an der Batterie, können wir Strom entnehmen, bis die leer ist. Das heißt, wir können jetzt Musik hören, bis das Teil halt einmal entleert ist. Aber wir können halt auch ganz normal, wenn wir dann halt wieder den Motor anmachen, ist es nicht so, dass wir, weil das Problem an der LTO ist ja, die ist ja sehr stromaufnahmefähig. Heißt, wenn wir jetzt die LTO direkt an unsere Lichtmaschine haben, kann es natürlich passieren, dass die LTO sich jetzt halt ihre 150, 200 Ampere dann halt wegzieht und die Lichtmaschine halt einfach nicht mehr hinterherkommt. Und das verhindern wir halt auch mit so einem Orion XS hier an der Stelle. Heißt, Lichtmaschine geht wieder an, das Teil checkt, okay, ich kann jetzt wieder laden,
Ein Teil des Stroms geht aktuell in die Batterie, der andere Strom geht über den Victron jetzt in unsere LTO. Und ich würde sagen, wir warten einfach, bis die LTO jetzt halt ihre 16 Volt hat. Und ja, dann der Victron dann irgendwie was sagt, von wegen, was ist denn jetzt los oder so. Wir sehen, wenn die Spannung erreicht ist, das heißt, wir haben hier jetzt auch schon 16 Volt stehen. 16 Volt haben wir jetzt hier anliegen. Und heißt, das Gerät ist jetzt hier schon auf Absorption gegangen. Das heißt, wir haben jetzt hier die 16 Volt, die werden jetzt quasi gehalten. Es wird soweit noch Strom reingetan, dass es quasi, dass die Batterie voll ist. Haben wir jetzt hier aber schon erreicht. Das heißt, wir haben jetzt einen stabilen Zustand. Der ist zwar jetzt schon in der Absorptionsladung, aber gerade kein Strom, der jetzt mal hier reingeht. Und wenn wir jetzt halt tatsächlich einfach die Lichtmaschine, an der Stelle unser Ladegerät bzw. mein Batterienetzteil halt ausmachen, wechselt das System hier automatisch direkt wieder von der Absorptionsladung in aus. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder Balk am Blinken in der blauen LED. Aber der Netzteil ist halt entsprechend ausgeschaltet. Wir haben hier unsere 12,8 Volt. Das heißt, die Batterie ist jetzt auch ein bisschen voller. Sinkt jetzt natürlich wieder. Aber ja, im Endeffekt ist das jetzt hier unser Ladegerät für die LTO. Die LTO kann halt jetzt mit 16 Volt betrieben werden. Wir haben hier die Möglichkeit, jetzt Endstufen mit 16 Volt bzw. maximal 16,8 Volt einfach zu befeuern, obwohl unsere Standardbatterie, die wir halt drin haben, eigentlich nicht wirklich was davon erfährt. Die hat halt durch diesen Orion XS ist das halt alles getrennt. Wir haben zwei verschiedene Stromkreise mit einer gemeinsamen Masse. Das heißt, die Masse ist gemeinsam, ja. Der Rest ist komplett separat. Wir können hier jetzt Strom verbrauchen mit einer Endstufe, mit richtig viel Bums. Die Originalbatterie kriegt da nicht viel was von mit. Das Gesamtsystem wird hier maximal mit 50 Ampere belastet. Zum Beispiel laut AIA-Regelwerk kann man halt auch die Originalmasse, die im Auto ist, mit bis zu 80 Ampere belasten, wenn ein Batteriemanagementsystem verbaut ist. Das ist natürlich hier sehr sinnvoll bei Batteriemanagementsystemen. Das heißt, wir haben da jetzt halt auch wirklich die Möglichkeit, ja, einfach an ein OEM-Gerät ranzugehen. Wir haben jetzt quasi eine zusätzliche Batterie, da können wir als anschließen und halt entsprechend Spaß haben. Jetzt haben wir gesehen, wie wir das Teil anschließen. Wir haben gesehen, wie wir das Teil konfigurieren. Wir haben die App gesehen. Wir haben quasi einmal das komplette Szenario durchgespielt, wie man das Teil anschließt, wie man dann halt mit einer LTO verbindet, die Grenzwerte für eine LTO eingibt. Grenzwerte für die anderen Batterietypen sind natürlich leicht anders. Worauf ich noch nicht eingegangen bin, ist hier quasi dieser Remote LH. Dieser Remote LH, in der Regel braucht es den nicht. Heißt, die meisten Autos, ja, bei den meisten Autos erkennt das Gerät, wann an ist und wann nicht an ist und lädt entsprechend oder lädt nicht. Man kann jetzt in Situationen kommen, wo dann halt das Auto tatsächlich so doll arbeitet, dass das Gerät das nicht mehr erkennt, ab wann dann tatsächlich irgendwie geladen wird, nicht geladen wird. Und dafür kann man hier diesen Remote nutzen. Man kann alle Arten von Kombinationen hier drüber fahren. Das ist tatsächlich so, dass wir haben hier ist standardmäßig so ein gebrückter Jumper drin. Das heißt, wir können hier aber auch das Ding einmal rausholen und dann selber hier Kabel reintun. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann man sich alles im Handbuch angucken. Wir haben die Möglichkeit, hier gegen Masse zu schalten. Wir haben die Möglichkeit, hier gegen plus 12 Volt zu schalten. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier quasi über einen Schalter, das heißt, den Pin mit dem Pin zu verbinden, zu schalten. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, da tatsächlich dem Orion XS zu sagen, jetzt bitte Strom ziehen. Und damit kann man, wenn man die Möglichkeit hat, quasi separat nur über einen Schalter oder sonst irgendwas, die Standarderkennung zu überschreiben und zu sagen, okay, der Orion XS erkennt anhand der Spannung gerade nicht, dass der Motor an ist, aber nichtsdestotrotz kann man quasi mit einem zusätzlichen Schalter dann halt sagen, jetzt lädst du aber trotzdem. Das heißt, wir ignorieren die automatische Erkennung und sagen dem, du kannst Gas geben, du kannst laden. Es mag Autos geben, wo das notwendig ist. Ich habe bisher tatsächlich noch keine erlebt. Das heißt, überall, wo das Teil jetzt auf meine Anweisung eingebaut wurde, hat es eigentlich problemlos auch mit der automatischen Erkennung funktioniert. Also nochmal als Hinweis, danke an Off-Grid-Tech für die Zusendung dieses Teils. Es geht jetzt wieder zurück an euch. Wenn ihr mir noch Abos da lasst, dann bin ich auch immer in einer besseren Position, um halt an so Testsachen ranzukommen und die mal für euch auszuprobieren und zu zeigen, wie man den ganzen Spaß anschließt. Ich hoffe, ich habe euch was beibringen können. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.